Du hast Nackenschmerzen und du kriegst sie nicht in den Griff. Die kommen immer wieder, da sind sie mal weg, entstehen wieder. Ich zeige dir genau, was du machen kannst, dass du große Chancen hast, die endgültig loszuwerden, und ich erkläre dir auch, wie die entstehen. Zum einen hängt wieder unser allgegenwärtiges Sitzen damit zusammen und die Tatsache, dass die meisten Menschen dann während ihres langen Sitzens ihre Haltung verändern. Ich zeige es mal an der Ina. Und zwar gerade sitzen im Sinne von Rücken ganz gerade und Halswirbelsäule möglichst aufrecht. Das ist ja meistens so von kurzer Dauer. Und dann irgendwann fallen die meisten Menschen zusammen und überstrecken hier ihren Nacken. Und in dem Moment, wo der überstreckt wird, wird hier hinten alles viel kürzer und angespannt. Und das ist so diese Hauptgeschichte, die sich in diesem Bereich abspielt. Und natürlich kommt auch die Psyche dazu. Stress und alles, was Ängste und Sorgen ausmacht, lassen die Schultern hochziehen. Ja, ich ducke mich weg, ich will mich schützen. Und diese dauernde Anspannung und das Sitzen zusammen, das sind meiner Einschätzung nach bestimmt 80–90% der Gründe, warum die meisten Menschen heute einen Brettnacken haben. Was kannst du jetzt dagegen machen? Ich zeige dir mal die ganzen Übungen, die wichtig sind. Und sie fängt an bei der wichtigsten. Du setzt dich gerade hin, Rücken möglichst gerade, und beugst deinen linken Arm und ziehst mit dem linken Arm deine linke Schulter runter. Dann kommst du mit der rechten Hand über deinen Kopf, aber du greifst nicht hier seitlich in der Mitte, sondern du gehst so weit nach hinten, bis du ein bisschen auch um den Hinterkopf greifst. Das machen wir deswegen, damit die Rotation, die wir gleich einnehmen, erhalten bleibt. Und dann drehst du den Kopf 45 Grad nach links. Das ist die Hälfte von 90, ja? Also halb schräg nach links. Ziehst als letzte Aktion dein Kinn möglichst weit nach hinten, dass sich die Halswirbelsäule gerade stellt. Und dann merkst du schon, wie hinten mehr Zug kommt. Und das ist ja wichtig, weil wir wollen ja dehnen, das was zu kurz und was zu angespannt ist. Und dann ziehst du deinen Kopf nach vorne unten rechts diagonal 45 Grad runter. Und dann entsteht hinten links im Nacken, da ist ein Strang in der Dehnung drin, der besonders wichtig ist für die Freiheit deines Nackens, für das Entspanntsein deines Nackens. Und das machst du 2 Minuten insgesamt. In der ersten Minute steigerst du diesen Zug ruhig mit der Atmung, immer beim Ausatmen ein bisschen weiter steigern. Ab der Minute 2 versuchst du mit deinem Kopf gegen die Hand zu drücken. Da kommt das Krafttraining rein. Ja? Aber du hältst den Kopf fest, sodass er sich nicht bewegt. Und dann lässt du nach 3–4 Sekunden Anspannung wieder locker und merkst, oh, jetzt geht der Kopf ein bisschen weiter nach unten, und diese Lücke nutzt du sofort. Und das machst du dann, bis die 2 Minuten rum sind, kommst hinterher langsam wieder raus und machst das Gleiche auf der anderen Seite. Als nächstes ergänzen wir das durch das gerade nach vorne ziehen des Kopfes. Du setzt dich wieder aufrecht, Brustwirbelsäule und Halswirbelsäule möglichst eine Linie, nimmst beide Hände, greifst oben, hinten an den Kopf. Nicht in den Nacken greifen. Wenn du die Ellbogen so nach vorne nimmst, verhinderst du das auch. Ja? Hier oben muss der Zug sein, damit du von hier bis hier einen möglichst großen Hebelarm hast. Dann kannst du nämlich mit wenig Kraft viel Biegung und Dehnung auslösen. Wenn du jetzt den Kopf nach vorne ziehst, immer mehr, bleib gerade und zieh dich nicht in einen runden Rücken rein. Du musst ganz gerade bleiben und nur der Kopf geht nach vorne. Und dann merkst du relativ rasch, dass es direkt hier an der Halswirbelsäule beginnt zu ziehen. Und das Dehnungsgefühl in der Halswirbelsäule, das ist was ganz Typisches. Es ist so ein kleines Brennen meistens. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Du musst halt nur in der geraden, noch erträglichen Intensität bleiben. Es darf nicht negativ sein, es muss immer gerade noch ein Wohlfühlschmerz sein. Und dann dehnst du auch wieder 1 Minute zunehmend rein. Und nach Abschluss der ersten Minute versuchst du ganz vorsichtig mit deinem Kopf nach hinten oben zu ziehen, aber die Hände halten ihn ja fest. Dann spannst du 3–4 Sekunden an, gehst höher, so dass du gerade noch dich gut fühlst, lässt locker und dann merkst du, jetzt kommst du weiter vor. Und das machst du, bis alle 2 Minuten rum sind, gehst dann langsam wieder raus. Ergänzen kannst du das noch dadurch, dass du wieder wie bei der ersten Übung den linken
Arm mit der linken Schulter runterziehst, aber jetzt diesmal mit der rechten Hand über den Kopf zur Seite greifst. Und im Unterschied zur ersten Übung, die ich dir gezeigt habe, ziehst du jetzt den Kopf gerade nach rechts rüber, ohne dass er dreht. Der Kopf bleibt gerade und es findet nur eine Seitbeuge statt. Und dann merkst du direkt auf der linken Halsseite eine ganz große Dehnung, die du auch wieder, dass sie gerade noch gut zu ertragen ist, einstellst. Nicht zu doll, aber auch nicht zu wenig. Ziehst die linke Schulter runter, die darf kein bisschen mit hochkommen. Sobald du die linke Schulter ein bisschen anhebst, merkst du sofort, die Dehnung lässt nach. Also immer, wenn du hier oben weiter steigerst, achte darauf, dass du gleichzeitig die Schulter runtergezogen lässt oder, wenn sie ein bisschen hochgekommen ist, wieder weiter runter geht. Und dann merkst du hier die Dehnung ganz, ganz deutlich. Und auch hier, nach der ersten Minute, fängst du an und versuchst den Kopf praktisch nach links zu nehmen, hältst ihn aber fest. Und dieses Anspannen, diese Kräftigung, die sorgt wieder dafür, dass wenn du sie nachlässt, das Gegenspannen, dass du dann ein bisschen weiter rüberkommst. Du gewöhnst praktisch mit diesem Krafttraining deine Muskeln daran, sich in einer größeren Länge wohlzufühlen. Also, dass du ringsrum um die Halswirbelsäule schön entspannt bist. Und das Gleiche machst du dann natürlich auch zur anderen Seite. Und zum Abschluss drehen wir die Richtung um vom Anfang. Wir ziehen den Kopf nicht nach vorne, sondern wir nehmen ihn nach hinten. Warum machen wir das? Du kannst dir vorstellen, dass immer ein Gelenk zwei Seiten hat. Also eine Seite und eine Gegenseite. Und das auch in verschiedenen Winkeln. Und in dem Moment, wo wir jetzt hinten alles befreit haben, ist ein Ungleichgewicht entstanden in der Abstimmung der Muskeln von vorne nach hinten. Und diese Abstimmung, die stellen wir wieder her, indem wir Folgendes machen. Setz dich aufrecht, Halswirbelsäule wieder möglichst gerade. Nimm die Finger einer Hand gegen die Stirn und die Finger der anderen Hand gegen das Kinn, sodass du kontrollieren kannst, wie der Kopf steht. Ob er so steht, nach vorne geneigt wird, überstreckt wird, dass du das unter Kontrolle hast. Und jetzt geht es darum, dass du mit dem Kinn nach hinten kommst und gleichzeitig die Stirn nach hinten nimmst. Ja, aber noch nicht heben. Ja, Ina hat eben schon ein bisschen gehoben automatisch. Das wird auch dir passieren, aber du solltest einen Fokus drauf haben, dass du erstmal eine Parallelverschiebung des Kopfes nach hinten machst. Das bedeutet, das Kinn und die Stirn gehen gleich weit zurück. Aber das wird nur eine ganz begrenzte Anzahl von Millimetern vielleicht teilweise nur möglich sein. Und dann merkst du, du kommst nicht weiter zurück, das Kinn will nach oben. Und jetzt kommt es darauf an, du gehst ein bisschen mit der Stirn zurück, lässt das Kinn ein bisschen hoch, aber nicht zu viel. Immer nur so viel, wie du gerade noch mit dem Kopf weiter zurückgehen kannst. Geh mal weiter zurück, lass es ein bisschen mehr hoch und noch weiter, ein bisschen mehr hoch. Aber du versuchst während dieses Überstreckens das Kinn immer möglichst nah zum Kehlkopf zu bringen. Ja? Und dann merkst du, das ist praktisch ein dauerndes Optimieren. Der Kopf geht nach hinten, das Kinn will sehr hoch. Nein, so hoch darf es nicht. Ja? Und an dieser Grenze bleibst du immer dran. Und dann führt das irgendwann dazu, dass du immer weiter, Ina, soweit wie es halt geht bei dir, wenn es nicht mehr geht, musst du sagen, irgendwann kannst du das Kinn dann loslassen. Dann geht es nur noch darum, immer weiter zurückzugehen. Und ich merke bei der Ina, das muss sie öfter üben, weil wenn das gut läuft, kannst du eigentlich den Hinterkopf hinten auf dem Rücken auflegen. Ja? Ja, aber du, übertreib nicht, Ina. Ja, bleib ruhig so, dass es gerade noch gut ertragbar ist. Und Achtung jetzt, mach das vorsichtig. Gerade bei dieser Übung näher dich vorsichtig immer wieder an, jeden Tag ein bisschen mehr und übertreibe es nicht, weil der Körper muss sich dran gewöhnen. Die ganzen Muskeln sind das überhaupt nicht gewohnt, was wir hier gerade machen. Umso wichtiger ist es für die Freiheit deines Gefühls rings um den Kopf und für deine Nackenfreiheit letztendlich. Ganz vorsichtig nach der ersten Minute möchte jetzt der Kopf
nach vorne. Aber ganz vorsichtig, ganz langsam, bisschen gegenspannen, dann wieder entspannen und wieder ein bisschen weiter nach hinten gehen. Also das Gleiche, was wir vorhin auch schon gemacht haben, nur nach vorne und du wirst merken, du merkst auch, Ina zittert. Deswegen mäßige die Intensität so, dass du wirklich mit einem guten Gefühl sagen kannst, ich kann es noch gut ertragen. Und dann nach den 2 Minuten kommst du langsam wieder raus. Beschreib mal gerade, wie das war. Sehr, sehr angenehm und man spürt auch. Aber in der Übung war es auch angenehm? Eher nicht, oder? Man merkt das schon, das soll man ja auch merken. Also es hat schon gespannt, es hat gezogen. Okay, weil ich habe dich zittern sehen. Ja, und das ist völlig weil ich mich normal, ja, da brauchst du nichts bei zu denken. Ja. Okay, so. Und jetzt zum Schluss kriegst du noch eine Übung, wo du praktisch beim Ausruhen deinen Nacken dehnen kannst. Du legst dich jetzt so auf den Rücken. Du kannst es auf einer Matte machen, auf dem Teppichboden, auf einem Bett, wenn es hart ist von der Matratze her, wenn es hart genug ist. Und dann wird jetzt der Kopf unterlegt. Du kannst den Nackenretter nehmen, du kannst Bücher nehmen dazu. Es geht einfach nur darum, den Kopf jetzt zu unterlegen und praktisch höher zu stellen und dann durch die Schwerkraft dich dort praktisch reinsinken zu lassen. Und du kannst ja unterschiedliche Buchhöhen nehmen und kannst schauen, welche Höhe ist eine Höhe, in der du genug Dehnung hast, das gerade noch gut ertragen kannst, aber es noch nicht zu viel ist. Und dann Fernsehen dabei, lesen, Musik hören, also quasi ohne zusätzliche Zeit, das einfach schön entspannen zu lassen. Und ich kenne eine Menge Leute, die in dieser Position sogar einschlafen, weil das so entspannend ist für den Nacken, dass sie einfach wegdösen, weil es so sich gut anfühlt. Ja, also es geht einfach nur darum, die richtige Höhe zu wählen und dann die Schwerkraft ihre Arbeit machen zu lassen. Wenn dich solche Tipps interessieren, solltest du unbedingt den Kanal abonnieren. Das kannst du hier unten machen. Und ich habe noch eine Nackenroutine für dich. Klick hier, dann bist du direkt drauf und kannst deinen Nacken immer weiter entspannen.